Dirtbad liegt im Bett, Handy auf 3%, TikTok läuft seit über einer Stunde, neben ihm ein Laptop, halb aufgeklappt, auf dem Bildschirm eine Aufgabe, die eigentlich gestern schon fertig sein sollte. Er zieht die Decke höher, ein leerer Energy-Drink steht auf dem Boden, die Lernunterlagen sind noch ungeöffnet. Der Kopf ist voll, aber der Körper macht nix. Steve sitzt am Schreibtisch, Handy im Flugmodus, ein Glas Wasser steht neben dem Laptop und der Timer ist auf 10 Minuten. Die Aufgabe ist nicht perfekt vorbereitet, der Raum ist nicht perfekt, die Motivation ist nicht perfekt. Aber der Cursor blinkt und Steve tippt den ersten schlechten Satz seines Aufsatzes. Und genau da beginnt der Unterschied. Nicht im Talent, nicht bei der Motivation und nicht bei irgendeiner perfekten Morgenroutine, sondern genau bei eben diesem Moment. Der eine wartet, bis er bereit ist, und der andere macht sich bereit, indem er anfängt. Dieses Video ist kein 40 Minuten Selbstoptimierungsfilm mit, keine Ahnung, 17 Apps und 12 Routinen und noch einer Notion-Template dazu, die man sowieso nicht benutzt, wie du dein Leben optimierst und Motivation findest. Das Video ist eigentlich nur ein ganz schneller Reminder, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Und genau für diesen Moment, in dem du weißt, dass du was tun musst, aber eigentlich trotzdem es irgendwie aufschiebst. Du musst lernen, du musst ein Video schneiden, du musst irgendwas schreiben, aufräumen, trainieren, weiß der Geier was. Wir alle müssen irgendwas machen, haben aber irgendwie gerade nicht die richtige Zeit dafür. Du musst endlich anfangen. Und trotzdem sitzt du da und denkst, gleich. Ich schaue noch dieses eine Video oder noch mal kurz 10 Minuten auf TikTok. Ich muss mich erst irgendwie darauf vorbereiten. Ich muss erst in die richtige Stimmung kommen, mich motivieren. Ich muss mich ready fühlen. Nein. Heute drehen wir das ganze Ding mal um. Du musst nicht ready sein. Du musst nicht drauf warten, ready zu sein. Du musst einfach anfangen und wirst in genau diesem Moment ready, wenn du anfängst und langsam ins Tun kommst. Die meisten Leute denken, Prokrastination bedeutet, dass sie faul sind. Ich bin faul, weil ich nichts tue. Meistens ist es aber irgendwo keine Faulheit, sondern ein anderer Widerstand, gegen den diese Menschen dann kämpfen. Dein Gehirn sieht eine Aufgabe und denkt sich, oh Gott, wie soll ich diesen Riesenberg auf einmal bewältigen? Wie soll ich diese Aufgabe schaffen? Nicht, ich schreibe eine Seite, sondern ich muss perfekt abliefern. Ich muss jetzt ein Buch schreiben. Was, wenn ich, keine Ahnung, nach dem 3. Kapitel nicht mehr weiß, worum es geht? Was, wenn das Buch schlecht wird? Was, wenn, keine Ahnung, ne? Was, wenn ich jetzt die nächsten 5 Stunden hier sitze? Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll oder keine Ahnung. Andere haben jetzt schon ein Buch fertig geschrieben in der Zeit, in der ich hier sitze und zack, dein Gehirn ist schon wieder irgendwo im Notausgang stehen. Sucht sich einen Weg, um wieder in die Comfortzone zurückzurutschen. Handy, Kühlschrank, YouTube, von mir aus TikTok, Discord, was auch immer. Oder ganz anders, noch schnell das Zimmer raufräumen, nochmal schnell andere Musik in die Playlist packen oder nochmal Kaffee machen. So Dinge, die sich eher anfühlen, als würde man was Produktives machen als TikTok, aber trotzdem eigentlich nicht der Sache näher kommen. Das Gemeine ist, Prokrastination fühlt sich eben in genau diesem Moment an, als würdest du was Produktives machen, ist aber im Nachgang nur noch schlechter und du fühlst dich noch viel, viel weiter unter. Das Ding ist, du hast doch keine Pause gemacht, sondern eigentlich nur das wirklich wichtige Thema beiseite geschoben, hast dich aber auch nicht weiter vorbereitet auf das Thema oder, ja, wie gesagt, eine Pause gemacht, dich entspannt und Kraft gesammelt für diese Aufgabe, sondern eigentlich hast du dir damit selber nur geschadet. Und tief in dir drin weißt du das. Deshalb brauchst du keinen Motivationsspruch. Die Motivation ist da. Du brauchst nur diesen Funken, der das Ding zum Starten bringt. Danach läuft es meistens schon von alleine. Du musst den Knopf finden, um das Bild zu entfreezen. Und hier habe ich einen ganz prägnanten Satz für dich. Du musst dich nicht bereit fühlen, um anzufangen. Du musst anfangen, um dich bereit zu fühlen. Und ich wiederhole das gern nochmal. Du musst dich nicht bereit fühlen, um anzufangen. Du musst anfangen, um dich bereit zu fühlen. Das kannst du auch gern nochmal lesen oder du machst jetzt einen Screenshot von dieser Seite, um es dir als Wallpaper zu setzen am Rechner oder auszudrucken und über deine Wand zu hängen. Aber dieser Satz ist ganz wichtig, weil der bringt dich einerseits von dem Gedanken weg, bereit zu sein und andererseits auch irgendwo in das Mindset von meine Gedanken, wie ich mich fühle, aktuell in diesem Moment, spielen eigentlich gar keine Rolle, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich zu erledigen habe. Motivation kommt nicht vor der Aktion. Du bist nur in den seltensten Fällen wirklich motiviert, bevor du etwas anfängst. Meistens die richtige Motivation kommt dann erst, wenn du einmal dabei bist und, ich sag mal auf gut Deutsch, Blut geleckt hast. Du wartest auf die Energie, die du brauchst, aber meistens kommt diese Energie nur durch Bewegung, durch das Tun, durch das Anfangen.
Auch die Klarheit, die du brauchst, um zu wissen, wie du alles richtig machst, kommt meistens, wenn du erstmal angefangen hast. Ohne einen perfekten Plan, sondern du startest einfach. Und am wichtigsten, du baust damit Selbstvertrauen auf. Du baust damit jemanden auf, dem du vertrauen kannst, der sich sagt, ich mache jetzt diese Aufgabe und der sie dann auch macht. Und durch dieses Vertrauen in dich selber beweist du dir, dass du dir selbst vertrauen kannst, denn du machst, was du dir in den Kopf setzt. Und dabei ist es egal, ob es eine große Aufgabe ist oder eine kleine. Am besten, du fängst mit ganz kleinen Schritten an, gibst deinem Körper die Möglichkeit, dir zu vertrauen. Und auch wenn es nur kleine, hässliche, 10-minütige Aufgaben sind, wie sagt man so schön, Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut. Und wenn du dann einmal angefangen hast, merkst du, okay, so schwer war das jetzt nicht. Meistens hast du auch vor dem Start keine Angst, sondern vor dem, was danach kommt. Und das hindert dich schon daran zu starten. Wenn du jetzt aber anfängst, merkst du, gut, das war jetzt der erste Schritt. Eigentlich folgt jetzt nur der nächste. Pass auf, ich habe eine kleine Gedankenaufgabe für dich. Schließ mal kurz die Augen und führe dir genau diese eine Aufgabe, die du eigentlich jetzt tun müsstest, vor Augen. Genau die du vor dir herschiebst, vielleicht sogar mit diesem Video oder wegen welcher Aufgabe du dieses Video vielleicht überhaupt erst gesucht hast. Nimm dir diese eine Aufgabe, nur diese eine. Lernen, irgendein Video schneiden, dein Business starten vielleicht, eine Bewerbung schreiben, Sport, das Zimmer aufräumen. Vielleicht ist es auch einfach nur auf Toilette zu gehen, weil auch ich kenne das, manchmal fehlt einem selbst dafür irgendwo der Antrieb, gerade bei so einem Wetter wie heute. Irgendeine Aufgabe, die dir irgendwo hier hinten im Kopf schwebt. Und sei mal ganz ehrlich, wird diese Aufgabe leichter, wenn du sie nicht jetzt machst, sondern noch weiter verschiebst? Im besten Fall wird sie vielleicht nicht leichter, aber auch nicht schwerer. Im häufigeren Regelfall wird sie viel größer und viel, viel überwältigender. Nicht objektiv, aber vor allem in deinem Kopf. Vor allem morgen wird der Gedanke, ich hätte es ja gestern schon machen können, viel, viel lebender, als er das heute schon ist. Jede Stunde, die du wartest, diese Aufgabe zu erfüllen, gibt dieser Aufgabe mehr Macht über dich und nicht dir Macht über diese Aufgabe. Und so wirst du handlungsunfähig als Hauptcharakter in deinem eigenen Leben. Irgendwie schon nicht so eine coole Situation. Und vor allem jedes Mal, wenn du diese Aufgabe aufschiebst, trainierst du dich selbst, dein unterbewusstes Gehirn, deine Identität darauf, ich bin jemand, der vor Aufgaben wegläuft. Ich bin jemand, der aufschiebt. Aber jedes Mal, wenn du anfängst, obwohl du dich nicht bereit fühlst, jedes Mal, wenn du anfängst, obwohl du vielleicht nicht perfekt darauf vorbereitet bist, gibst du deinem Selbst, deiner Identität einen anderen Blick auf die ganze Situation. Ich bin jemand, der sich bewegt. Ich bin jemand, der vorankommt, auch wenn es ihm vielleicht nicht gut geht. Und genau darum geht's jetzt gerade am Anfang für dich. Es geht nicht darum, dass du jetzt dein Business startest und in 3 Wochen Millionär bist. Es geht darum, dass du startest, dass du dich selber darauf trainierst, ein Macher zu sein. Jemand zu sein, der sich etwas in den Kopf setzt und das dann eben auch macht. Es geht nur darum, nicht mehr vor Aufgaben wegzulaufen. So, kommen wir jetzt zum wahrscheinlich wichtigsten Part von dem gesamten Video. Und dann ist es die eine Sache, auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Doch ich bin mir auch sicher, dass ziemlich viele von euch diese Probleme schon kennen, einfach nur nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und da ich, als ich an der Stelle war, auch mir dieser Probleme bewusst war, aber einfach nicht wusste, wie ich sie richtig umsetzen soll oder wie ich eben ins Tun komme, möchte ich euch hier mein persönliches 5 Minuten Ready-Protokoll vorstellen. Wie der Name es schon sagt, geht's hier nicht um ein riesengroßes System, um eine riesengroße Routine mit einer halben Stunde Workout zwischendurch, die dich dann doch wieder von dem Thema ablenkt, was du eigentlich erledigen möchtest. Und es geht auch nicht darum, dass du mit diesen 5 Minuten dann deine Aufgabe erledigt hast, aber du auch da bist du im Game. Du fängst an, langsam dich zu entwickeln und voranzugehen. Denn, wie auch erst schon festgestellt, sobald du einmal im Spiel bist, sobald deine Figur auf dem Spielfeld steht, ist der schwerste Teil vorbei, dann heißt es nur noch, einen Schritt nach dem anderen zu erledigen. Das Protokoll hat 5 Schritte. Erstens, Aufgabe klar benennen. Der zweite Punkt ist, den Einstieg so klein wie möglich zu machen. Punkt 3 ist das Resetten deiner Umgebung. 4. setzt du einen Timer. Und 5. fang hässlich an. Aber fang an. Mehr nicht. Und wenn du dich selbst gerade in diesem Muster wiedererkennst, dann ist dieses Protokoll nicht einfach nur Theorie. Du brauchst nicht viel, um dieses Protokoll umzusetzen. Es geht auch alles in deinem Kopf. Es ist die Möglichkeit, wie du ins Handeln kommst. Und bist du einmal am Handeln, geht der Rest wie von allein. Schritt 1, Aufgaben benennen. Sag nicht, ich muss produktiv sein. Das ist zu schwammig. Was heißt produktiv? Sag nicht, ich muss mein Leben auf die Reihe bekommen. An dieser Aufgabe an sich sind schon so viele gescheitert, weil er einfach viel zu groß ist. Sag nicht, ich muss lernen. Das ist auch wieder zu unklar.
Sag konkret, was ist dein Ziel? Was ist deine Aufgabe? Ich bearbeite jetzt die 5 Matheaufgaben. Ich schreibe jetzt 100 Wörter. Ich schneide jetzt die ersten 30 Sekunden von meinem Video. Oder ich öffne das Schnittprogramm und lade die Videodatei jetzt erstmal. Ich räume jetzt mein Zimmer auf, ist vielleicht auch sogar zu groß. Sag, ich räume jetzt nur meinen Schreibtisch raus. Weil wie sagt man so schön, wenn du ein Ziel erstmal klar benennen kannst oder eine Frage konkret stellen, ein Problem konkret benennen, dann ist es schon zur Hälfte gelöst. Also, bring deine Aufgabe in ein klares Format. Irgendwas, was du messen kannst und irgendeine Aufgabe, die nicht zu groß sein darf. Dein Gehirn hasst unklare Aufgaben. Dein Gehirn kann nichts damit anfangen, wenn du sagst, ich muss produktiv sein. Das bereitet ihm nur Schmerzen. Unklare Aufgaben sind irgendwo gefährlich. Klare Aufgaben fühlen sich machbar an, weil man eben genau im Kopf schon unterbrechen kann, ich mache das und das und das. Nimm dir eine Aufgabe raus und notiere dir jetzt irgendwo den Satz, ich mache jetzt exakt das und das. Ich schreibe jetzt exakt 100 Wörter. Wie auch immer. Nicht irgendwann, nicht später, nicht, ich mach's vorm Schlafengehen noch, mach das jetzt. Geh an deinem Handy, öffne die Notizen-App und schreib das da einfach rein. Weil wenn du das nicht genau benennen kannst, brauchen wir nicht den nächsten Schritt gehen. Schritt 2, mach den Einstieg so klein wie möglich. Was bedeutet das? Der Einstieg soll so klein sein, dass es eigentlich nicht machbar ist für dich, dieses Ziel nicht zu erfüllen. Also wenn du ein Buch schreiben willst zum Beispiel, setz dir als Ziel 100 Wörter zu schreiben. Nicht auf irgendwie eine Seite zu gehen oder auf 10 Seiten, weil das ist dann schon wieder eine so große Aufgabe, dass dein Gehirn damit nicht klarkommt. Sag 100 Wörter. Woran merkst du, dass die Aufgabe richtig ist von der Größe? Es muss dir peinlich sein. Dein Ego muss gekränkt sein, wenn du darüber nachdenkst, dass du nur 100 Wörter geschrieben hast. Aber eins steht fest, dein Ego hat dir nichts zu sagen. Denn 100 Wörter geschrieben sind in jeder Situation besser als 0. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt rühmlich im ersten Moment scheint. Außerdem sollte eine Aufgabe nicht sein, ich lerne jetzt für 3 Stunden, sondern ich öffne das Skript, fahre meinen Rechner hoch oder lerne für 10 Minuten. Ich schreibe kein ganzes Kapitel, sondern einen ersten Absatz. Mit solchen Sachen solltest du anfangen und nicht übers Ziel hinausschätzen. Denn eine Sache ist ganz wichtig. Du verlierst nicht, wenn du zu klein startest. Keiner hat verloren, weil er zu klein gestartet hat. Du verlierst nur, wenn du gar nicht startest. Und die meisten Leute scheitern eben genau daran, dass sie gar nicht erst anfangen. Sie scheitern am Übergang vom Nichtstun zum Tun. Nicht vom Übergang vom wenig Tun zum viel Tun. Denn das ist der größte Punkt, wo Reibung entsteht. Von Stillstand in Bewegung zu kommen. Beschleunigung ist an dem Punkt einfach. Das Ziel ist nicht, irgendwo direkt im Flow zu sein und jetzt jeden Tag 3 Seiten zu schreiben. Das Ziel ist, langsam dich diesen Flow zu erarbeiten. Diese Dominosteine, diese Schneelawinenbewegung anzufangen. Weil sobald du angefangen hast, merkt dein Gehirn, okay, der bin ich jetzt wohl. Ich bin jetzt wohl der anfängt zu schreiben. Das machen wir jetzt und irgendwann wirst du von selbst merken, dass dir das viel zu wenig ist und viel weiter starten. Punkt 3, Umgebung resetten. Was bedeutet das erstmal? Mach deine Umgebung startfähig. Startfähig heißt nicht, dass sie perfekt sein soll. Sie soll startfähig für deine Aufgabe sein. Perfekt heißt Zimmer komplett aufgeräumt. Noch eine perfekte Playlist gesucht mit den perfekten Liedern für die Aufgabe. Nochmal Kaffee gemacht, nochmal ein Notion-Template gekauft für 20 €, dass du besser deine Social-Media-Strategie planen kannst. Nochmal einen neuen Stuhl gekauft, weil der alte unbequem ist. Und nochmal irgendwo auf YouTube nach einem Tutorial gucken, wie du richtig anfängst. Startfähig heißt, dein Handy muss unbedingt weg oder zumindest im Flugmodus. Alle Tabs, die du nicht brauchst, sollen geschlossen sein. Wasser zum Trinken, dass du nicht aufstehen musst und wieder deine Aufgabe unterbrechen musst. Die Aufgabe muss offen sein, einen Stift in der Hand oder zumindest irgendwo auf dem Schreibtisch und eben alles, was du irgendwie zum Erfüllen dieser Aufgabe brauchst, muss da sein. Mehr nicht. Vielleicht ein kleines bisschen Platz auf dem Schreibtisch wäre noch ganz gut. Du brauchst keine ästhetische Productivity-Atmosphäre mit Räucherstäbchen und so weiter. Das ist alles cool, wenn man das hat. Es ist aber nicht hilfreich, das zu haben, bevor man überhaupt gearbeitet hat. Schreib lieber deine 10 Sätze und wenn du dann merkst, okay, es würde besser gehen, wenn ich mir eine Kerze zur Produktivität hinstelle, dann mach das. Aber mach das morgen. Weil eins steht auch fest, nur weil du heute 10 Minuten geschrieben hast, heißt das nicht, dass du morgen nichts machen musst. Alles, was du heute denkst, dass du es brauchst, kannst du in die nächsten Tage integrieren. Wichtig ist eben auch, dass du jede kleine Hürde der Ablenkung irgendwo minimierst. Ich habe zum Beispiel gerade mein Fenster geschlossen, weil ich weiß, dass ganz viele Autos vorbeifahren und
ja, allein durch das Pausieren, durch das laute Geräusch, wo ich das Video eben pausieren muss, würde ich mich irgendwo unterbrochen in meinem Flow fühlen. Des Weiteren, und das ist der wirklich wichtigste Punkt, ich habe es jetzt hier liegen, weil ich das alles auch schon eine Weile mache, habe da aber seit ich angefangen habe, hier das Video zu drehen für euch, nicht einmal reingeschaut, das Handy. Legt euer Handy am besten weg. Ich habe es grundsätzlich immer auf stumm, weil, ich denke, wenn man sein Handy nicht mehr auf stumm hat heutzutage, bei dieser Informationsflut, dann schafft man es zu gar nichts. Handy auf Flugmodus, Handy aus dem Raum rauslegen, weil eins steht fest, du kämpfst in diesem Punkt gegen eine Maschinerie, die Milliarden wert ist. Diese Milliarden werden dafür investiert, um deine Aufmerksamkeit dir zu stehlen. TikTok, Instagram, Reels und Co. Und das macht es dir schwerer als unbedingt nötig. Pack dein Handy weg, kämpf dagegen an, nach ein paar Malen fällt es dir gar nicht mehr so schwer. Es darf nicht neben dir liegen, pack's einfach weg. Und auch nicht, ich muss da noch mal kurz, es könnte ja was könnte so wichtig sein? Es geht hier um deine Zukunft. Und außerdem, wir reden von 10 Minuten. Was könnte in diesen 10 Minuten passieren, was dein Leben so sehr verändert? Punkt Nummer 4, und da kommen wir jetzt wieder in einen praktischen Step, den man auch wieder so sehr verkomplizieren kann, ohne dass man es eigentlich gar nicht braucht, ohne dass man es eigentlich braucht. Punkt Nummer 4 ist nämlich, du brauchst einen Timer. Stellen dir auf 10 Minuten, auf eine Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, wie weit du dich gerade fühlst, aber sorg dafür, dass es konsistent immer eine Steigerung gibt. Das kannst du machen, indem du einen neuen Google-Tab öffnest, dort einfach nach Timer suchst oder machst wie ich hier, weil ich auch diese Ablenkung von dem weiteren Tab nicht unbedingt wollte, habe ich mir noch so eine kleine Eieruhr gekauft. Die tickt dann zwar, das stört mich zum Beispiel nicht, andere stört's. Findet da euren Weg, aber eins steht fest, verkompliziert es euch nicht unnötig. Setzt den Timer auf 10 Minuten und dann nicht auf eine Stunde oder auf 2 Stunden oder auch nicht so lange warten, bis du fertig bist. 10 Minuten. Warum? Hat wieder ein bisschen was mit diesem Selbstvertrauensding zu tun. Dein Gehirn darf nicht diese Panik von, ich muss jetzt so lange arbeiten, bis ich fertig bin, bekommen. Dein Gehirn muss einfach nur wissen, okay, 10 Minuten. Egal wie weit ich da komme, ich arbeite jetzt 10 Minuten durch. Und deswegen bist du in einem, gechillteren Zustand irgendwo, kannst besser arbeiten und vor allem auch besser anfangen. Weil das Gehirn eben sagt, 10 Minuten, das kriege ich schon hin, irgendwie schaffen wir das. Und das ist eben der Trick, wie man ins Tun kommt. Beim nächsten Mal, und das muss nicht morgen sein, auch nach einer Woche, sagst du dann eben, okay, mach mal 20 Minuten, weil 10 sind easy. Und so ist der Widerstand für diese Aufgabe gar nicht mehr wirklich existent, weil das heißt eigentlich nur noch, dass du 10 Minuten hier irgendwas Unangenehmes machen musst. Im besten Fall ist es nicht mal was Unangenehmes. Sag dir einfach, ich muss nicht fertig werden, ich muss nur 10 Minuten, und das ist wichtig, ehrlich arbeiten. Nicht 10 Minuten rumsitzen und so tun als ob oder prokrastinieren, nochmal ein Reel gucken, weil dein Handy liegt ja schon weg. 10 Minuten. Einfach alles arbeiten, was du kannst. Und das heißt nicht, dass du unbedingt 10 Seiten schreiben musst. Wenn du den ersten 10 Minuten, 7 Minuten da sitzt und darüber nachdenkst, was du schreiben möchtest, ist das auch Arbeit. Mentale Arbeit, die du aber nicht verrichtet hättest, wenn du dein Handy zur Hand gehabt hättest. Denn eigentlich geht's nur darum, dass der Druck zu groß ist und du deswegen nicht anfangen kannst zu arbeiten. Nach 10 Minuten ist aber, kannst du stoppen und dann ist kein Druck mehr da. Teilweise bist du nach 10 Minuten so im Flow, dass du dir sagst, okay, ich möchte noch weitermachen. Es läuft gerade so gut, ich habe gerade den Gedanken und mein Handy brauche ich eigentlich gar nicht mehr und machst dann weiter. Der Anfang ist wirklich der schwerste Teil. Minute 27 ist kein Problem, auch Minute 54 nicht, nur Minute 0. Und wenn du die einmal überwunden hast, kannst du so lange arbeiten, wie du möchtest. Aber wichtig, wenn du nicht länger als 10 Minuten arbeiten möchtest, ist das kein Problem, dann tust du das nicht. Der Moment, bevor du anfängst, ist der schwerste und deswegen musst du ihn so klein machen wie möglich. Schritt Nummer 5, und da schlagen wir jetzt so ein bisschen dieselbe Kerbe, denn Druck kann man einerseits haben, weil man sagt, ich möchte nicht zu lange arbeiten, jetzt den ganzen Nachmittag. Druck kann aber auch bedeuten, oh Gott, was, wenn ich es nicht perfekt mache? Was, wenn es gar nicht schön wird? Was, wenn... Scheißegal. Fang einfach an. Schreib irgendwas auf. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Schreib irgendwas hin. Es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht super intelligent klingen. Oder es muss nicht schön aussehen, wenn du dir nur ein paar Notizen auf den Zettel kristelst. Es soll hässlich sein. Mach's dir vielleicht sogar zum Anspruch, dass es so hässlich aussieht wie möglich. Schreib einen schlechten Satz. Mach eine hässliche Skizze. Rechne die Aufgabe vielleicht auch einfach falsch, aber rechne sie. Sprich die erste Aufnahme. Setz dich vor deinen Rechner, sprich die ersten Sätze der Aufnahme in die Kamera.
keine Ahnung, schneide die erste Version von dem Video, lad's auch schon hoch, weil, naja, was kostet's dich, ehe du gar nichts hochlädst? Irgendwo sowas. Mach 5 Liegestütze. Oder stütz dich einfach nur auf und halt das für 10 Sekunden. Ganz, ganz kleine Schritte. Und nicht sagen, ich kann kein Liegestütz, ich versuch's jetzt gar nicht. Bro, wie willst du's lernen? Perfektionismus ist scheiße. Und Perfektionismus klingt oft so schön. Aber eigentlich ist es nur Prokrastination in einem feinen Anzug. Du sagst, ich will's richtig machen, ich will perfekt sein, ich will, dass es gut aussieht. Aber eigentlich sagst du nur, ich habe Angst, dass es schlecht wird und starte deswegen nicht. Und die Wahrheit ist, du darfst schlecht anfangen. Jeder hat schlecht angefangen. Der erste Entwurf von allem, ob's Autos sind, ob's Handys sind nie das Endprodukt. Die sehen alle noch schlechter aus als die Version davor. Aber hätte man niemals angefangen, dann gäb's das Produkt nicht. Der erste Schritt muss niemanden beeindrucken. Er muss nur existieren, weil sonst gibt's keine darauffolgende. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Du kannst nichts verbessern, was nicht existiert. Und du kannst auch keinen Text verbessern, der noch nie geschrieben wurde. Kein Auto verbessern, was nicht gebaut wurde. Keinen Körper aufbauen, wenn du nie trainiert hast. Und egal wie schlecht du trainierst, das kannst du, wenn du in 5 Jahren ins Fitnessstudio gehst und jacked bist und ins Fitnessstudio gehst und jemanden siehst, der schlecht trainiert, dann wirst du auch nicht denken, der trainiert scheiße, der wird immer kacke aussehen. Nein, du denkst dir, Mensch, gut, dass er dort den Effort reintut. 2, 3 Jahre, dann sieht er gut aus. Er muss nur dranbleiben. Du weißt, wie es weitergeht. Du kannst kein Leben verändern, was nie geplant wurde. Du darfst nicht auf den perfekten Einstieg warten, weil den gibt es nicht. Mach den Einstieg, mach ihn hässlich, aber mach ihn. Nach dem Start passiert was ganz Wichtiges. Sobald du anfängst, verändert sich dein Zustand. Von Stillstand zu Bewegung. Nicht magisch, sondern ganz praktisch. Vorher war dein Gehirn irgendwie im, Schwebezustand, im Nebel. Alles war irgendwie groß, unklar. Du hattest keine richtige Ahnung, was es ist. Du hattest irgendwo Angst vor der Größe des Projektes. Aber noch so ein paar Minuten, vielleicht, wenn du die Aufgabe sogar richtig strukturierst, hast du dir jetzt schon eine kleine Struktur zusammengelegt, merkst du, okay, die erste Zeile ist jetzt geschrieben, so schwer war es gar nicht. Ich verstehe vielleicht mehr, als ich dachte. Oder, aha, das ist das, was ich noch nicht verstanden habe. Dann sollte ich jetzt mich vielleicht damit beschäftigen und das realisieren oder, recherchieren. Oder du merkst, ja, das ist ein bisschen nervig, da hatte ich sogar recht, aber es geht trotzdem. Ich bin vielleicht gar nicht der Vollidiot, von dem ich dachte, dass ich das bin. Und das gibt dir Energie, das gibt dir Momentum. Nicht, weil plötzlich alles erledigt ist, sondern weil du nicht mehr passiv bist. Du bist langsam im Tun. Passivität macht schwach. Reaktion und Aktion sind so Sachen. Aktion ist immer stärker als Reaktion. Da gibt's dieses Experiment, wo man auf den Tisch etwas hinlegt. Der eine hält die Hand hier, der andere hält die Hand hier. Und der die Hand oben hat, fängt aber zuerst an, dieses Ding zu greifen. Und der zweite muss logischerweise vorher greifen. Der obere löst aber diesen Impuls aus. Der gibt die Aktion, der andere reagiert. Und in 100% der Fällen, wenn beide irgendwo körperlich auf einem ähnlichen Niveau sind, geistig auf einem ähnlichen Niveau sind, der obere, der die Aktion gibt, obwohl er den längeren Weg hat, wird immer schneller diesen Gegenstand unten greifen, als der reagiert. Weil die Aktion mächtiger ist als die Reaktion. Denn Aktion gibt dir Kontrolle zurück. Und Kontrolle ist etwas, was wir wollen, was sich gut anfühlt. Deswegen ist der Anfang so mächtig. Und wenn du dann diese Kontrolle hast, ist es egal, ob du in 10 Minuten alles löst oder nicht. Aber du hast dir bewiesen, ich bin nicht verloren. Ich kann anfangen. Ich kann dieses Ruder in meine eigene Hand nehmen. Der harte Reminder ist, du brauchst nicht noch mehr Content. Du brauchst nicht noch ein Video darüber, wie man anfängt. Du brauchst nicht noch einen perfekten Plan. Du brauchst nicht noch eine perfekte App oder Räucherstäbchen. Du brauchst keine Motivation mehr. Die ist da oder sie ist nicht da. Aber ich glaube, wenn du bis hierhin dieses Video angeguckt hast, dann ist sie schon da. Du brauchst nur den Moment, in dem du sagst, okay, das reicht. Genug geredet, genug geplant, genug verschoben, genug Ausreden gesammelt. Ich fange jetzt an. Nicht morgen, nicht Montag, nicht nach den Ferien, nicht wenn ich aufgeräumt habe, nicht wenn mein Kopf perfekt klar ist, nicht wenn ich plötzlich aufwache und ein anderer Mensch bin, weil das wird eh nicht passieren, sondern heute. Jetzt in diesem Moment. Mit dem Energielevel, was du gerade hast, mit der Laune, die du gerade hast, mit dem Chaos, was gerade in deinem Kopf ist, in deinem Zimmer ist, wo auch immer, weil genau das ist Disziplin. Genau das brauchst du und das haben alle erfolgreichen Menschen. Nicht arbeiten, wenn alles perfekt ist, weil da kann es jeder, sondern den nächsten Schritt tun, wenn er getan werden muss, obwohl es nicht perfekt ist. Stell dir mal vor, diese eine Aufgabe, die du hast, würdest du heute nicht weiter wegschieben.
Logisch veränderst du nicht dein Leben. Und du wirst auch nicht von heute auf morgen ein neuer Mensch. Aber nur heute, diese eine Aufgabe, diese Entscheidung, dieser kleine Schritt nach vorne, diese Bewegungen, in die du kommst. Stell dir vor, du machst jetzt einfach den Laptop auf, lässt dein Handy gleich da liegen, wo es schon liegt, drehst dann deine Eieruhr, setzt dir einen Timer auf 10 Minuten und fängst einfach an. Auch wenn du keine Ahnung hast, das kommt dann schon. Du hast Internet, das kriegst du hin. Und machst das 10 Minuten und setzt dich danach hin, lässt dein Handy weg und reflektierst. Oh wow, ich habe das jetzt 10 Minuten gemacht. Und es ist vielleicht auch gar nichts bei rumgekommen. Vielleicht löscht du morgen alles wieder, was du geschrieben hast. Es war nicht perfekt. Aber du hast angefangen, du hast etwas gemacht. Und genau dort fängt's an. Dort fängt dein Leben an. Dort fängst du an, Selbstrespekt zu bekommen. Dort brauchst du keine Motivationsvideos mehr. Weil nur das ist der wirkliche Respekt, den du bekommst. Der gibt dir kein anderer. Nur du selbst, indem du Versprechen, die du dir selbst hältst. Ich kann mich auf mich verlassen. Das ist wichtig. Das ist der Punkt. Du willst Energie haben, dann beweg dich. Du willst Selbstvertrauen, dann bau dir ein kleines oder gib dir ein kleines Versprechen und halte es. Immer und immer wieder. Du willst dein Leben verändern, dann hör auf, den Start wie so ein riesiges Event zu behandeln. Weil eins steht fest, und das wird jeder sagen, der sein Leben angefangen hat zu verändern. Der Start fühlt sich zwar an wie ein Riesenevent, aber eigentlich kommen da noch ganz andere, viel, viel größere Geschichten, die man aber nie erreicht, wenn man den Start so majestätisch auf den Podest stellt. Der Start ist kein Event. Der Start ist, den gibt's eigentlich gar nicht, weil alles Wichtige passiert erst nach dem Start. Der Start ist einfach nur ein Gedanke, ein Klick, ein Satz, ein Timer, der gestellt ist, ein erster Schritt. Das war jetzt ziemlich viel Input, aber ich möchte es einfach nochmal kurz, vor allem mein 5-Minuten-Protokoll zusammenfassen. Erstens, benenn die Aufgabe konkret. Mach den Einstieg so klein, dass du keine Ausreden mehr hast, es nicht zu tun, weil 100 Wörter, was sind 100 Wörter? Resette deine Umgebung, mach sie aber nicht perfekt. Leg dein Handy weg, setz den Timer auf 10 Minuten und gut ist. Und dann fang an. Fang hässlich an, fang nicht perfekt an, fang so an, dass du es vielleicht morgen wieder löschen musst, aber du weißt es nicht. Fang einfach an. Es muss niemanden beeindrucken, es muss nicht mehr jemand sehen. Es soll einfach angefangen sein und vor allem sei ehrlich zu dir selbst, wenn du arbeitest. Denn du brauchst nicht das perfekte Gefühl. Das perfekte Gefühl gibt dir nichts. Du brauchst nur einen Beweis dafür, dass du jemand bist, auf den du dich verlassen kannst. Und jetzt möchte ich, dass du was für mich tust. Du sollst mich nicht abonnieren, du sollst nicht kommentieren, du sollst auch vor allem nicht noch ein Video schauen, auch nicht von mir. Mach jetzt diese Aufgabe, die dir im Kopf schwebt. Nutze mein Protokoll, eine PDF-Version davon findest du auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Lade dir das runter, fülle es aus, druck es aus, wie auch immer. Wende es auf jeden Fall auf diese Aufgabe an, die du im Kopf hast. Leg das Video beiseite, stell den Timer auf 10 Minuten, dein Handy vor allem weg und öffne diese Aufgabe. Fang einfach an. Nicht gleich, nicht, oh, hier ist noch ein interessantes Video, was mir hier gerade angezeigt wird in der Seitenspalte. Das werde ich jetzt nochmal schnell gucken. Bullshit. Fang jetzt an. Schließ YouTube. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erledigen deiner Aufgabe und wir sehen uns zum nächsten Video hier. Ciao, ciao.